Guten Tag, mein Name ist Matthias Knoos, ich bin Physiotherapeut und arbeite am Universitätsspital Zürich. Es ist der 19. August 2022 und ich möchte heute über eine sichere Rehabilitation in der Physiotherapie bei Long-Covid sprechen. Eine der wichtigsten Grundprinzipien in der Rehabilitation von Long-Covid ist das Vermeiden von Komplikationen bzw. von Symptomverstärkungen. Natürlich kennen wir das aus unserem Praxisalltag, zum Beispiel wenn wir jemanden mit Rückenschmerzen behandeln. Bei Long-Covid hat dies aber vielleicht einen noch höheren Stellenwert. 2021 ist hierzu eine Übersichtsarbeit von World Physiotherapy erstellt worden. Um Komplikationen und eine Symptomverstärkung zu vermeiden, muss daher auf folgende Schlüsselpunkte in der physiotherapeutischen Rehabilitation geachtet werden. Herzproblematik, belastungsinduzierte Desaturierung, belastungsabhängige Symptomverschlechterung, autonome Dysfunktion und orthostatische Dysregulation. Erkennt man einen dieser Schlüsselpunkte, so müssen die weiteren Maßnahmen sorgsam gewählt sein. Covid-19 kann Herzerkrankungen auslösen. Deshalb sollte in der physiotherapeutischen Anamnese gut auf Hinweise auf kardiogene Beteiligungen geachtet werden. Betroffene mit Herzerkrankungen haben unterschiedliche Rehabilitationsbedürfnisse. Sie gehören der Gruppe an, in welcher es zur Auslösung einer gut beschriebenen Erkrankung gekommen ist. Bei kardiogener Beteiligung erfolgt eine maßgeschneiderte Physiotherapie. Eine tiefe belastungsinduzierte Sauerstoffsättigung wurde bei Personen in der akuten Covid-19-Phase beobachtet und kann auch ohne großes Unwohlsein und Atemnot auftreten. Die Sauerstoffsättigung wird daher während eines Spitalaufenthaltes in der akuten Phase sowie beim Spitalaustritt gemessen. Eine belastungsinduzierte Desaturierung kann auch später auftreten. Daher wird die Einschätzung der Sauerstoffsättigung unter Belastung empfohlen. Bei der belastungsabhängigen Symptomverschlechterung handelt es sich um eine Symptomverschlechterung nach Alltagsanstrengungen. Die Anstrengung kann auf körperlicher, geistiger, emotionaler oder auch sensorischer Ebene stattfinden. Auf die belastungsabhängige Symptomverschlechterung sind wir bereits im Video Häufigste Symptome vertieft eingegangen. Der letzte Punkt betrifft die Kreislaufregulationsstörungen. Sie zeigen sich häufig durch Benommenheit, Schwindel und Tachykardien, insbesondere bei Lagewechsel. Renz-Polster und Scheibenbogen 2022 berichten, dass hauptsächlich zwei Formen auftreten, welche auch als eigenständige Erkrankungen vorkommen: die orthostatische Hypotonie und das posturale Tachykardie-Syndrom. Die orthostatische Hypotonie beschreibt einen Blutdruckabfall nach Aufrichtung im Stand. Das posturale Tachykardie-Syndrom wird häufig mit POTS abgekürzt. Beim posturalen Tachykardie-Syndrom kommt es innerhalb von 10 Minuten nach Aufrichtung in den Stand zu einem anhaltenden Pulsanstieg von über 30 Schlägen oder aber zu einer anhaltenden Herzfrequenz von über 120 Schlägen. Wichtig ist es, die Augen offen zu halten nach Hinweisen einer Herzproblematik, belastungsabhängiger Desaturierung, autonome Dysfunktion und orthostatische Intoleranz, belastungsabhängiger Symptomverschlechterung. Findet man Hinweise in der Anamnese, muss individuell darauf eingegangen werden. Physische Aktivität und Training ist speziell bei letzteren beiden Punkten mit Bedacht, häufig primär über die Pacing-Strategie und unter engmaschiger Verlaufskontrolle anzuwenden. Glücklicherweise gibt es erprobte physiotherapeutische Behandlungsstrategien in allen 4 Fällen.
Wer mehr zum Thema erfahren möchte, dem empfehle ich unsere Videos zum Thema häufigste Symptome im physiotherapeutischen Praxisalltag, Begriffseinführung, Pacing und Atmung. Viele nützliche Infos und Ratgeber zum Thema findet man auch auf der Webseite von Altea. Ich empfehle für das heutige Thema besonders den Ratgeber zum Thema Fatigue. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche einen schönen Tag.